In diesem Video würde ich euch gerne die Neuauflage meines Airbrush-Adapters vorstellen. Im Laufe des letzten Jahres habe ich über 500 Airbrush-Adapter verkauft und eine Menge Feedback von Usern erhalten und all dieses Feedback versucht in die Neuauflage zu stecken. Man kann wirklich sagen, obwohl dieser Airbrush-Adapter quasi genauso aussieht wie sein Vorgänger, zumindest wenn man nicht genau hinguckt, ist eine Menge anders. Und ich habe mich entschieden, euch nicht nur einen Airbrush-Adapter zu verkaufen, sondern auch direkt ein kleines Düsenset dabei von jeder Größe, damit ihr wirklich sofort loslegen könnt und sofort starten könnt. Damit man von einer Neuauflage sprechen kann, muss sich bei dem Adapter ja eine Menge geändert haben, und das ist auch der Fall. Und zwar besteht der Adapter aus dem Material nicht mehr aus Messing 63, was ein übliches Standardmessing ist, im Prinzip das meistbenutzte Messing überhaupt. Ich habe jetzt hier 58er Messing ausgewählt, und das bedeutet, der Kupferanteil wird da genannt mit dieser Zahl. Das ist nicht mehr 63% Kupfer, sondern nur noch 58% Kupfer. Höherer Zinkanteil im Messing. Das bedeutet, der Adapter ist härter als sein Vorgänger. Das bedeutet, der ist langlebiger, die Gewinde werden länger halten. Und da ist nicht nur dieser Anteil von Kupfer hat sich verändert, sondern auch, da ist jetzt in dieser Legierung ist auch noch Aluminium drin. Ich glaube 1% oder sowas in der Richtung. Und obwohl Aluminium ein weiches Metall ist, macht es dieses Messing nochmal eine Stufe härter. Das heißt, ihr werdet auch länger Freude beim Düsenwechseln haben an dem 1,8er Gewinde. Der Adapter selbst ist immer noch mit einem Sechskant von 6 mm ausgestattet. Ja, also ist wirklich immer noch sehr, sehr klein im Vergleich zu anderen Düsen. Und auf der Rückseite habt ihr ein ganz normales M6-Gewinde, kompatibel zu E3D, wie ihr das bisher gewohnt seid, wenn man einmal ein E3D Hotend besitzt, oder auch die China-Klone oder was auch immer. Im Prinzip geht ja alles auf diesen M6-Gewinde. Und da könnt ihr dann wirklich ganz einfach diesen Adapter in eurem ganz normalen, ich sage jetzt mal E3D V6 oder dem Lite benutzen. Damit hört das aber nicht auf. Ihr könnt auch zum Beispiel andere Hotends benutzen, wenn ihr zum Beispiel wirklich leichte Hotends für zum Beispiel einen Delta haben wollt. Dann kommt ihr vielleicht um eine Ringheizung nicht drumherum. Oder ihr werdet euch für mein Hotend entscheiden. Auch da passt das. Auch voll kompatibel. Oder wenn ihr selber Hotends baut, ihr wisst, wie leicht es ist, ein M6-Gewinde einzubauen, ja, dann und einen Prototypen habt, es wird genauso reinpassen. Kompatibel zu jedem M6-Gewindeblock. Durch dieses M6-Gewinde und der trotzdem kleinen Footprint hier von 6 mm ist natürlich die Wärmeabstrahlung viel, viel geringer, weil viel weniger Metall Wärme abstrahlt und somit eine bessere Bauteilkühlung möglich. Ihr könnt mit dem Lüfter besser drumherum pusten sozusagen, um die feine Spitze. Dieses M6-Gewinde auf der Rückseite wird komplettiert mit einem 1,8 Gewinde auf der Vorderseite. Das ist kein ganz normales 1,8er Gewinde, sondern das ist ein selbstsicherndes Gewinde. Ein selbstsicherndes M1,8. Wusste ich bis vor einiger Zeit auch nicht, was selbstsicherndes Gewinde ist. Es gibt im Prinzip 3 Arten von selbstsichernden Gewinde. Einmal Gewinde, die von Anfang an beim Reinschrauben sich selbst halten. Dann gibt es Gewinde, die kann man reinschrauben und dann können sie sich dort an einer bestimmten Position, kann man so einstellen, ein bisschen bewegen, sage ich mal. Sie haben noch eine Drehwirkung,
bleiben aber dort fixiert. Und ich habe mich für die dritte Art entschieden, und zwar für Gewinde, das erst sich selbst sichert, wenn es angezogen wird. Also eine Fixierung beim Anziehen findet statt. Und warum habe ich das gemacht? Es haben einige Benutzer sich zurückgemeldet und gesagt, dass sich die Airbrush-Düse beim Drucken aus dem Adapter herausgedrückt hat, dass sie rausgewandert ist, weil sie die nicht fest genug festgeschraubt haben, weil sie Angst hatten, die beim zu fest Festschrauben abzubrechen. Und das minimieren wir jetzt extrem, indem wir mit dem selbstsichernden Gewinde die Haltekräfte deutlich erhöhen, wenn wir die nachher einfach nur mit dem Finger festdrehen. Also es ist wirklich einfacher gemacht und wirklich, es wird effektiv verhindert, dass sich die Airbrush-Düse aus dem Adapter heraus bewegt. Zu den Airbrush-Düsen selbst. Die sind aus Edelstahl und ihr bekommt die in so einem schönen Döschen, dass ihr die auch zuordnen könnt mit der Größe. Und wer die schon kennt, der weiß, die sind wahrlich klein. Wirklich winzige Dinger. Und so eine Airbrush-Düse hat vorne an der Spitze eine Wandstärke von weniger als einem Zehntel Millimeter. Das bedeutet, da ist super wenig Material drumherum, super wenig, was Hitze abstrahlt und was irgendwie noch den Druck glatt bügeln kann. Also es ist wirklich, wirklich von Vorteil, so eine spitze Düse zu haben. Und wenn ihr den Adapter einfach mit der vorhandenen Düse kombiniert, ja, dann, ihr seht, ich habe die jetzt mal nicht ganz reingeschraubt, ja, dann könnt ihr die einfach von Hand festdrehen und ihr werdet merken, so jetzt auf dem letzten Stück, also jetzt bin ich hier bei, ich sag mal, einen halben Millimeter wird das sein, guckt ihr jetzt noch raus, da fängt das an fest zu werden und dann kann man einfach mit einer Pinzette, sage ich jetzt mal, die Düse festhalten und einfach von Hand reinschrauben und das ist jetzt fest. Die Funktion des selbstsichernden Gewindes hat jetzt stattgefunden und wird die Düse richtig schön festhalten. Die ganze Düse wird etwa 10 mm aus dem Heizblock rausgucken. Wenn wir die jetzt mal irgendwo einbauen, damit ihr das euch vorstellen könnt, wird die Düse etwa 10 mm aus dem Heizblock rausschauen. Eine normale Düse von E3D hat da ungefähr 5 bis 6 mm, je nachdem wie tief ihr die reinschraubt. Also ist die 4 bis 5 mm länger als üblich. Also bekommt ihr auch 4 bis 5 mm mehr Abstand zu dem heißen Heizblock, um Luft an den Punkt von dem Extrudat zu bekommen. Wenn ihr euch für den Adapter von mir entscheidet, dann bekommt ihr den Adapter aus 58er Messing in super hochwertiger Ausführung mit selbstsichernden Gewinde für die Airbrush-Düsen. Ihr bekommt 3 Airbrush-Düsen in verschiedenen Größen dabei und könnt die auswechseln mit einem Döschen dabei, dass ihr die benutzten zum Beispiel wieder in das Döschen stecken könnt, wieder auf, weil die ja super klein sind, dass ihr die nicht verliert. Das Ganze kommt mit einem kleinen Infokärtchen, wo drauf steht, was drin ist und was vielleicht noch zu beachten ist. Und dann wünsche ich euch einfach Happy Printing.